Wir machen heute das indische Kichererbsen-Curry. Einfach nur Zwiebeln, brät, also kurz glasig anschwitzt, Paprika dazu und dann Kichererbsen und Tomaten. Das Ganze köcheln lassen, würzen und fertig. Und der Reis halt noch parallel. Aber alles andere, ja, eigentlich nur eine Viertelstunde kochen lassen und dann ist fertig. Also von daher, gut, dann fangen wir mit dem Reis an, ja. Ja, also Intervallfasten generell ist, wenn ich über einen gewissen Zeitraum keine Nahrung zu mir nehme. Okay. Und auch keine zuckerhaltigen oder fett- oder eiweißhaltigen Getränke. Also Intervallfasten bedeutet wirklich, ich esse nichts und ich trinke auch nichts, was Kalorien hat. Also sprich, ich trinke nur Wasser, Sprudel und gesüßten Tee. Aber ich trinke keine Saftscholle, ich trinke keine Smoothies, ich trinke kein Kokoswasser und keine Milch, sondern einfach nur Wasser oder ja. Also das heißt, es gibt einen Zeitraum, in dem man quasi essen darf und einen Zeitraum, in dem man eben fastet sozusagen und dann eben gerade nur Wasser oder ich glaube schwarzen Kaffee darf man zum Beispiel auch noch zu sich nehmen. Genau. So das ist quasi der Begriff das ist die Definition quasi des Fastens, und der Fastenart. Und es hängt halt davon ab, auch wie viele Stunden man fastet, oder es gibt auch verschiedene Methoden. Das Intervallfasten, was ja die meisten Leute meinen, wenn sie von Intervallfasten sprechen, ist das 16:8. Es gibt aber auch verschiedene Möglichkeiten, dass man sagt, ich faste zum Beispiel 2 Tage in der Woche. Und da ist es dann aber so, da darf man dann an den kompletten Fastentagen um die 500 Kalorien zu sich nehmen, aber halt trotzdem eben sehr wenig. Und dann gibt es verschiedene Methoden auch, dass man sagt, oh, ich mache irgendwie 12 Stunden nur als Fastenperiode und nicht die 16 Stunden. Und das ist generell halt auch als Empfehlung. Man soll immer gucken, aber da werde ich auch nachher nochmal drauf zurückkommen. Das Wichtigste ist, dass es in euren Lebensstil passt. Also wenn ihr es nicht schafft, 16 Stunden am Stück nichts zu essen, dann sagt nicht, oh, das ist nichts für mich, sondern dann probiert halt nur mal 14 oder mal 13 Stunden am Stück nichts zu essen. Also ich würde mir immer vorher überlegen, glaube ich, dass ich das wirklich umsetzen kann, weil es gibt, oder ich kann mir vorstellen, es gibt viele Leute, die sagen, oh, ich probiere das jetzt und dann machen sie es 2 Tage, merken, sie halten es nicht durch und dann sagt man, ja, es hat ja nicht funktioniert und ich kann es ja nicht und dann geben sie es sofort auf. Und ich sollte mir vorher überlegen, kann ich das in meinem Lebensstil oder in meinem Alltag umsetzen? Ist das möglich? Oder bin ich die ganze Zeit irgendwie zum Essen eingeladen und kann da nicht verzichten oder habe irgendwie Termine, wo ich mich zum Essen treffe? Gut, jetzt in Corona eher nicht, aber ja, diese Sachen. Und das ist immer das Wichtigste, egal bei was. Passt es zu mir und kann ich damit gut umgehen, weil Thema auch Crash-Diäten machen nicht viel Sinn. Das Wort Diät steht eigentlich im Englischen dafür, dass es eine Ernährungsform ist. Und bei uns im Deutschen sind wir eher gewöhnt, dass Diät etwas ist, was ich 2 Wochen mache oder 3 Wochen und danach wieder normal esse, so wie ich vorher gegessen habe. Was ja dann letztendlich auch zu einem Jojo-Effekt führt sozusagen, oder wenn du das jetzt gerade noch eigentlich sagen wolltest, ist dir vorweggenommen, aber ja. Genau. Generell, egal ob jetzt Intervallfasten oder anderes, ist eine Frage, kann ich das längerfristig durchhalten und dass ich halt sage, ich mache nicht nur ein paar Wochen, sondern ich möchte wirklich mein Ernährungsstil ändern. Das heißt nicht, dass ich dann nicht auch mal einen Tag haben darf an Weihnachten oder an Ostern oder an irgendeinem Familienfest, wo ich dann sage, so, und ich muss trotzdem fasten, sondern ja. Ja, bitte? Wenn du jetzt so Intervall fastest, du sagst, du fastest 8 Stunden, du isst bis abends und gehst dann schlafen. Stehst auf und hast deine 8 Stunden rum zum Beispiel, ja? Und frühstückst nicht. Das heißt, wenn du dann mittags wieder isst, dann wäre das auch noch in dem Ding, auch wenn du die meiste Zeit von deinem Nicht-Essensbereich geschlafen hast. Ja, das ist ganz genau auch der Vorteil an Intervallfasten, dass ich
meiste Zeit verschlafe. Es war so schwer durchzuziehen und ich habe dann auch mal, vor allem nach den ersten 2 Wochen, also falls das jetzt auch hier jemand ausprobiert hat schon, hatte ich das Gefühl, ich muss abbrechen. Und das ist nichts für mich, aber ich bin auch der Meinung persönlich, dass es bestimmt vielen so geht, aber dass man einfach vielleicht man kommt über dieses Gefühl hinweg, wenn man das auch, also wenn das so ein bisschen zur Gewohnheit wird. Hast du von vornherein versucht, eben diese 16 Stunden am Stück zu fasten oder hast du dich langsam rangetastet? Weil das wäre auch eine Variante, dass man erstmal sagt, okay, ich mache jetzt 12, dass ich langsam muss ich auch von den Augen her weinen. Zum Glück schneidest du nicht ich, weil das ist, bei mir ist das gleich. Hier im Chat wurde gerade gesagt, gleich gibt es Tränen. Ja, also ich glaube, die Zwiebeln sind in Ordnung. Ja, also es geht. Ja, es gibt Schlimmere. Aber auf deine Frage zu antworten, ich habe gleich mit 16,8 versucht zu starten, allerdings habe ich es tatsächlich so gemacht, also ich habe immer von 12 bis 20 Uhr gegessen und 20 bis über die Nacht 12 Uhr dann quasi die 16 Stunden nichts. Angenommen, ich hatte nach 20 Uhr noch Hunger am Anfang, habe ich vor allem kohlenhydratarmes, beziehungsweise wirklich komplett ohne Kohlenhydrate gegessen, einfach auch aus dem Grund, weil der Blutzuckerspiegel ja dann auch relativ niedrig bleibt sozusagen, was ja auch das Ziel ist des Ganzen, oder? Genau, also dann war es auch in Ordnung. Intervallfasten generell beruht darauf, dass wir versuchen, den Insulinausstoß, und Insulin wird immer dann ausgestoßen, wenn ich Kohlenhydrate zu mir nehme. Kohlenhydrate ist natürlich einerseits Zucker, aber Kohlenhydrate sind ja auch Nudeln, Reis, Kartoffeln, aber auch Säfte, Fruchtsäfte, Smoothies, das sind alles Kohlenhydrate. Und durch Kohlenhydrate wird das Hormon Insulin ausgeschüttet. Und Insulin ist dafür verantwortlich, einerseits Zucker oder die Kohlenhydrate, die dann in meinem Blut schwimmen, in die Zellen zu transportieren. Aber andererseits ist Insulin, und das wissen viele nicht, auch dafür verantwortlich, Fett in die Zellen zu bringen. Wenn ich die ganze Zeit snacke, also ich habe zwar vielleicht ein Frühstück, ein Mittagessen und ein Abendessen und ich trinke aber zwischendrin noch einen Kaffee mit Milch und dann esse ich hier noch einen Apfel und dann esse ich danach noch einen kleinen Schokoriegel und eigentlich esse ich jede Stunde irgendwas, dann habe ich die ganze Zeit einen Insulinausstoß. Und bei Intervallfasten ist gerade das der Clou an der Sache, dass ich eben schaue, möglichst lang keinen krassen Insulinausstoß zu haben. Grundsätzlich ist es so, ihr müsst euch immer überlegen, was wollt ihr mit eurer Ernährung erreichen? Wollt ihr abnehmen? Wollt ihr euch gesund ernähren? Wollt ihr quasi eurem Körper was Gutes tun und vielleicht auch bestimmte Krankheiten irgendwie präventiv entgegenwirken? Oder ja, wollt ihr einfach nur abnehmen oder ist euch auch Nachhaltigkeit sehr wichtig? Und wenn mein Ziel eben ist, abzunehmen, dann ist Intervallfasten auf jeden Fall eine gute Methode, weil herausgefunden wurde, dass Intervallfasten, also wenn ich die gleichen Kalorien über den ganzen Tag verteilt esse und die gleichen Kalorien in diesen 8 Stunden esse, habe ich trotzdem nehme ich trotzdem mehr ab, als wenn ich die gleichen Kalorien oder die gleichen Nahrungsmittel über den Tag verteilt esse. Ich schneide gerne, wollte ich dir nur sagen. Genau. Und dementsprechend macht Intervallfasten auch nach jetzt 6 Monaten zum Beispiel Sinn, weil Intervallfasten generell positive Effekte auf den Stoffwechsel hat. Es kann präventiv sein, also sprich vorbeugend für verschiedene chronische Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes Typ 2, chronische Herzkrankheiten, Arteriosklerose, also Gefäßverkalkung. Generell ist es positiv auch für den Insulin- und Glukosestoffwechsel, also generell für den Stoffwechsel. Es wurde sogar auch schon rausgefunden, dass es quasi präventiv für Krebs ist und generelle Stoffwechselprozesse verbessert, auch im Sinne von der sogenannten Autophagie. Das bedeutet, dass der Körper sich selbst reinigt und Entzündungen runterschraubt oder Abfallprodukte, die er im Körper hat, schneller abbaut. Und wenn ich eben eine längere Zeit faste, dann kommt es eher dazu, dass mein Körper Zeit hat,
diese ganzen Prozesse auch im Körper zu machen und diese zu verbessern. Das heißt, Intervallfasten als langfristige Ernährung zu haben, ist gut. Ob man nach einer Weile immer noch durch Intervallfasten abnimmt, ist fraglich. Das kommt auch immer darauf an, was esse ich in der Zeit, in der ich essen darf, weil das hatten wir ja vorhin auch schon. Es gibt Menschen, die fasten dann zwar diese 16 Stunden und in den 8 Stunden, die übrig bleiben, essen sie aber trotzdem halt ungesunde Sachen und hochkalorische Sachen und dann nimmt man trotzdem nicht ab. Also nur weil man diese Zeit lang nichts gegessen hat, heißt es nicht, dass ich abnehme, wenn ich in der Zeit, in der ich essen darf, dann halt trotzdem keine guten Sachen esse. Wie gesagt, man nimmt überwiegend durch die Kalorienrestriktion ab. Also überwiegend dadurch, wenn ich sage, ich faste plus zudem nehme ich weniger Kalorien zu mir, nehme ich ab. Und wenn ich aber faste, aber trotzdem viele Kalorien zu mir nehme, dann nehme ich nicht ab. Und man kann auch zum Beispiel sagen, wenn man sagt, man ist jetzt zufrieden mit seinem Gewicht, dann kann man trotzdem Intervallfasten machen, aber halt dann mehr essen in der Zeit. Also das so einfach von der Kalorienmenge her anpassen. Also das heißt... Ich fange mal an. Okay. Also wir haben jetzt die Zwiebel geschnitten, wir haben den Knoblauch geschnitten. Viola macht jetzt schon mal den Herd an. Und grundsätzlich diese längeren Fastenperioden sind einfach gut für den Körper, gut für den Glukosestoffwechsel, die Insulin, also die Zellen werden sensitiver für Insulin, was gut ist. Und das habe ich auch, wenn ich mal ein paar Tage es nicht mache. Also von daher, nur weil man sagt, ein paar Tage kann ich es nicht durchhalten, zu sagen, dann mache ich es gar nicht, ist nicht sinnvoll. Genauso wie man ja auch nicht sagt, eigentlich will ich 5-mal die Woche Sport machen und dann schaffe ich es aber 3 Wochen bin ich im Urlaub und dann mache ich gar keinen Sport und dann danach zu sagen, so und jetzt mache ich nie wieder Sport, weil ich 3 Wochen keinen Sport gemacht habe, ist ja auch sinnlos. Also alles ist besser, als sich immer scheiße zu ernähren. Also klar, das Beste wäre dann trotzdem noch zu sagen, oh, ich mache 16:8 und das ziehe ich jeden Tag durch und ich ernähre mich dann in diesen 8 Stunden nur gesund. Das ist natürlich das Beste. Aber könnt ihr das durchziehen? Wenn ja, geil. Wenn nein, dann lasst euch trotzdem nicht demotivieren. Nur weil ihr sagt, ich schaffe das nicht, mache ich es dann gar nicht. Sondern jeden Tag, an dem ihr euch gut ernährt, ist gut. Jeder sollte mindestens 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen. Einfach jeder, egal ob er Sport macht oder nicht. Und wenn er Sport macht, sollte man mehr zu sich nehmen. Also mindestens dann eigentlich 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, wenn ich jetzt 62 Kilo wiege, dann sollte ich mindestens jeden Tag 62 Gramm Eiweiß zu mir nehmen. Und jetzt ist es allerdings so, jetzt mache ich keinen Leistungssport mehr und muss mich selber auch zwingen, Workouts zu machen oder joggen zu gehen oder halt irgendwas zu machen. Und es fällt mir auch schwer, jetzt mich dazu aufzuraffen. Und jetzt muss ich viel, viel mehr halt darauf achten, nicht zuzunehmen. Und dann habe ich jetzt auch mal angefangen, Kalorien zu tracken, um zu gucken, was nehme ich eigentlich zu mir. Und dann ist mir aufgefallen, mein Müsli, was ich jeden Tag esse, hat schon 700 Kalorien. Und ich dachte, eigentlich sind es doch nur Haferflocken mit ein paar Früchten. Deswegen hilft es auch manchmal wirklich über solche Tracking-Apps mal Kalorien zu tracken und zu gucken, wie viel Kalorien hat eigentlich das, was ich zu mir nehme. Weil viele denken dann, oh, ich nehme ja gar nicht ab, obwohl ich mich so gesund ernähre. Und wenn sie erst mal merken, was sie da eigentlich, wie viel Kalorien sie zu sich nehmen, dann ist alles klar. Also wir haben die gehackte Tomaten und die Kichererbsen jetzt fertig und schmeißen im Endeffekt alles in unsere Pfanne. Gut. Bezüglich den nächsten Streams könnt ihr uns gerne auch Themenvorschläge machen und eben sagen, auf was hättet ihr Lust, was würde euch interessieren und dann können wir das nächstes Mal zum Thema machen. Ja, wenn ihr mehr über mich noch erfahren wollt, schaut bei mir vorbei. Ich habe einen Instagram, YouTube und einen Facebook-Channel und heißt überall Viola Loves Cycling. Und bin jetzt aber gerade auch in der Planung, tatsächlich einen Ernährungschannel auf Instagram zu starten. Aber den gibt es noch nicht, erst in 2 Wochen.
Cool. Aber ja, wenn ihr mir schon so auf Instagram folgt, dann werdet ihr das auf jeden Fall mitbekommen. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und dann lassen wir es uns schmecken. Danke und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Also seid wieder dabei. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Reden macht sowieso Spaß. Ich glaube, das können wir beide ganz gut. Von daher danke wirklich fürs Zuhören, Mitmachen und Danke und guten Appetit. guten, genau. Ciao. Tschüss.